Der Ziegenhirt. Peter Klaus, ein Ziegenhirt aus Sittendorf, der seine Herde am Kyffhäuser weidete, pflegte sie am Abend auf einem mit altem Gemäuer umschlossenen Platze ausruhen zu lassen, wo er die Musterung über sie hielt. Seit einigen Tagen hatte er bemerkt, dass eine seiner schönsten Ziegen bald nachher, wenn er auf diesen Platz gekommen war, verschwand und erst später der Herde nachkam. Er beobachtete sie genauer und sah, dass sie durch eine Spalte des Gemäuers durchschlüpfte. Er wandte sich ihr nach und traf sie in einer Höhlung, wo sie fröhlich die Haferkörner auflas, die einzeln von der Decke herabfielen. Er blickte in die Höhe, schüttelte den Kopf über den Haferregen, konnte aber durch alles Hinstarren nichts weiter entdecken. Endlich hörte er über sich das Wiehern und Stampfen einiger mutigen Hengste, deren Krippen der Hafer entfallen musste. So stand der Ziegenhirt da, staunend über die Pferde in einem ganz unbewohnten Berge. Da kam ein Knappe und winkte schweigend, ihm zu folgen. Peter stieg einige Stufen in die Höhe und kam über einen ummauerten Hof in eine Vertiefung, die ringsum von hohen Felswänden umschlossen war, in welche durch überhängende, dick belaubte Zweige einiges Dämmerlicht herabfiel. Hier fand er auf einem gut geebneten, kühlen Rasenplatz 12 ernste Rittersmänner, deren keiner ein Wort sprach, beim Kegelspiel. Peter wurde schweigend angestellt, um die Kegel aufzurichten. Anfangs tat er dies mit schlotternden Knien, wenn er mit halb verstohlenem Blick die langen Bärte und die aufgeschlitzten Wämser der edlen Ritter betrachtete. Allmählich aber machte die Gewöhnung ihn dreister. Er übersah alles um sich her mit immer festerem Blick und wagte es endlich, aus einer Kanne zu trinken, die neben ihm hingesetzt war und aus welcher der Wein ihm lieblich entgegenduftete. Er fühlte sich wie neu belebt, und so oft er Ermüdung spürte, holte er sich aus der nie versiegenden Kanne neue Kräfte. Doch endlich übermannte ihn der Schlaf. Beim Erwachen fand er sich auf dem umschlossenen grünen Platz wieder, wo er seine Ziegen ausruhen zu lassen pflegte. Er rieb sich die Augen, konnte aber weder Hund noch Ziegen entdecken, staunte über das hoch aufgeschossene Gras und über Sträucher und Bäume, die er vorher noch nie bemerkt hatte. Kopfschüttelnd ging er weiter, alle die Wege und Steige hindurch, die er täglich mit seiner Herde zu durchirren pflegte, aber nirgends fand sich eine Spur von seinen Ziegen. Unter sich sah er Sittendorf, und endlich stieg er mit beschleunigtem Schritt hinab, um hier nach seiner Herde zu fragen. Die Leute, die ihm vor dem Dorfe begegneten, waren ihm alle unbekannt, waren anders gekleidet und sprachen nicht so als seine Bekannten. Auch starrten ihn alle an, wenn er nach seinen Ziegen fragte, und fassten sich ans Kinn. Endlich tat er fast unwillkürlich eben das und fand zu seinem Erstaunen seinen Bart um einen Fuß verlängert. Er fing an, sich und die ganze Welt um sich her für verzaubert zu halten, und doch erkannte er den Berg, den er herabgestiegen war, wohl als den Kyffhäuser. Auch waren ihm die Häuser mit ihren Gärten und Vorplätzen alle bekannt. Auch nannten mehrere Knaben auf die Fragen eines Vorbeireisenden den Namen Sittendorf. Kopfschüttelnd ging er in das Dorf hinein und nach seiner Hütte. Er fand sie sehr verfallen, und vor ihr lag ein fremder Hirtenknabe in zerrissenem Kittel, neben einem abgezerrten Hunde, der ihn zähnefletschend angrinste, als er ihn rief. Er ging durch die Öffnung, die sonst eine Türe verschloss, hinein, fand aber alles so wüste und leer, dass er, einem Betrunkenen gleich, aus der Hinterpforte wieder hinauswankte und Frau und Kinder bei ihren Namen rief. Aber keine Stimme antwortete ihm. Bald umdrängten den suchenden Mann mit dem langen, eisgrauen Barte Weiber und Kinder und fragten ihn um die Wette, was er suche. Andere vor seinem eigenen Hause nach seiner Frau oder seinen Kindern zu fragen oder gar nach sich selbst, schien ihm so sonderbar, dass er, um die Fragenden loszuwerden, die nächsten Namen nannte, die ihm einfielen. Kurt Steffen. Die meisten schwiegen und sahen sich an. Endlich sagte eine bejahrte Frau: »Seit 12 Jahren wohnt er unter der Sachsenburg. Dort werdet ihr heute nicht kommen.« Feltenmeier. »Gott hab ihn selig«, antwortete ein anderes Mütterchen an der Krücke. »Der liegt schon seit 15 Jahren in dem Hause, das er nimmer verlässt.« Er erkannte zusammenschaudernd seine plötzlich alt gewordenen Nachbarinnen, aber ihm war die Lust vergangen, weiter zu fragen.
Da drängte sich durch die neugierigen Gaffer ein junges, rasches Weib mit einem 1-jährigen Knaben auf dem Arm und einem 4-jährigen Mädchen an der Hand, die alle 3 seiner Frau wie aus den Augen geschnitten waren. »Wie heißt ihr?« fragte er staunend. »Marie. Und euer Vater?« »Gott hab ihn selig, Peter Klaus. Es sind nun 20 Jahre her, dass wir ihn Tag und Nacht suchten auf dem Kiffhäuser, da die Herde ohne ihn zurückkam. Ich war damals 7 Jahre alt.« Länger konnte sich der Ziegenhirt nicht halten. »Ich bin Peter Klaus«, rief er, »und kein anderer«, und nahm seiner Tochter den Knaben vom Arme. Alle standen wie versteinert, bis endlich eine Stimme und noch eine Stimme rief: »Ja, das ist Peter Klaus. Willkommen, Nachbar, nach 20 Jahren. Willkommen.«